Backstage, backstage, backstage. Wir haben hier 5 tolle Produkte dabei. Das wird das Einstiegssortiment. Und in Abhängigkeit davon, wir werden sehen, Herr Swoboda, ob die Umsetzung dessen, was angedacht ist, so erfolgreich ist. Denn am Ende aller Tage sind es ja nicht wir, die entscheiden, sondern der Konsument. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sichtbarmachung, Bewusstwerdung auf der Konsumentenseite. Das heißt, wenn demnächst Ihre Töchter, meine Söhne, in, wir sagen keine Namen, Restaurants sitzen und sagen, oh, das ist ein Bio-Brötchen von Bio Breadness, geliefert von der Backshop, dann haben wir schon viel erreicht. Das würde ich genauso sehen. Gut, wollen wir dann mal in das Produkt beißen und wollen wir es mal vorstellen in Summe? Können wir gerne machen und man kann sagen, warum sind wir, glaube ich, auch der richtige Partner, ist, weil wenn wir die Produkte anschauen, werden wir merken, wir machen ein bisschen was anders. Ja. Das vielleicht vorweggesetzt, dann gucken wir uns die an. Und was wir anders machen, kann man eigentlich am einfachsten, das ist unser Brötchensortiment, vielleicht erklären. Ein Weizen, ein Weizenrösti, das gleiche Produkt als Vollkornprodukt, ein Weizen-Vollkornrösti und ein Dinkelrösti. Das ist unser Brötchen-Einstiegssortiment. Was machen wir denn anders als viele unserer Kollegen? Marktbegleiter, genau. Wir versuchen, und dafür haben wir diese Bäckerei ja relativ neu gebaut, die gibt es ja erst seit 7 Jahren, wirklich nur um Qualitätsbioware zu machen. Also wir fahren alle mit allen unseren Produkten eine wirkliche Langzeitführung. Das heißt, die Reifezeit unserer Teige ist 24 Stunden. Wow. Und dann backen wir alles auf einem Steinofen ab. Und wir wollen diese blasige, mediterrane, kann man dazu vielleicht auch sagen, Struktur haben, weil ich glaube, für die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, sind das Backwaren, die nachgefragt werden. Das sehen wir auch bei unseren Kunden im Einzelhandel, dass diese Sortimente eben dort im Augenblick gefragt sind. Und diese Teigstruktur eben luftig, sehr feucht, sehr viel Wasser bleibt im Produkt und ein knackiger Boden von unserem Steinboden, das charakterisiert eben unsere Produkte und gibt ihnen auch einen Geschmack, weil das kennen wir auch von anderen Reifeprozessen. Wenn Sie 24 Stunden mit Vorträgen arbeiten, dann hat das technologische Vorteile. Ja. Alle unsere Produkte sind, egal ob das EU-Bio oder ein Bio-Verband ist, mit dem wir auch arbeiten, ist ohne technische Enzyme, ist ohne irgendwelche Additive, selbst ohne die in der Bio-Verordnung erlaubt wären. Weil wie immer, wenn Sie dem Ganzen Zeit geben, brauchen Sie meistens keinen anderen Griff in die Trickkiste, sage ich mal. Ja, und das trifft alle unsere Produkte. Weizen, Vollkorn und Dinkel könnte ich Ihnen genau das Gleiche dazu erzählen. Und sie schmecken auch, und obwohl wir überall uns doch bemühen, die entsprechenden Salzmengen auch so gering wie möglich zu halten. Das heißt, Ähnliches dann sicherlich auch für die Brote? Und genau, also die Startbrötchen haben wir hier. Das Brot ist ein Mehrkornbrot zum Start, weil wir einfach gedacht haben, lassen Sie uns mal schauen, dass wir auch da einen Eckartikel, würde ich als alter Händler dazu sagen, aussuchen. Also das Wort strategischer Eckartikel nicht vergessen. Genau. Und man sieht natürlich da, wenn Sie jetzt das Weizen, was ich Ihnen eben aufgeschnitten habe, sehen, ist schon bei Mehrkornbrot, klar, das ist etwas dichter, aber trotzdem eine sehr schöne offene Struktur. Ja. Jetzt habe ich das schöne Bio-Logo genau durchgeschnitten, aber man hat gesehen, wir können die Brote auch noch mit einem entsprechenden Bio-Logo auslobeln. Das klappt bei den kleinen Produkten. Also schon fast die optische Umsetzung der Auslobung der AHV-Verordnung. Jetzt machen wir dann Gold drauf. Demnächst in Gold. Ja, genau. Sehr schön. Und unser Baguette ist wirklich ein Spezialprodukt. Das ist gar nicht so eine typische Baguette-Form. Aber wir sind im Augenblick ja doch damit herausgefordert, dass die Leute, und auch wenn sie draußen in den Läden gucken, merken sie das doch stärker nach Vollkornprodukten wieder fragen. Da ist vielleicht auch diese ganze Frage des Nutri-Scores jetzt gerade ein Thema. Also wie kann ich Produkte auch mit dieser Bewertung des Nährwertes auch gut kommunizieren, und dann hat natürlich ein Vollkornartikel in der Tat einen besseren ernährungsphysiologischen Wert. Das war früher vor Nutri-Score auch schon der Fall, nur jetzt, wo man da irgendwie Farbtafeln drauf klebt, fällt es halt mehr auf. Sind wir wieder bei dem, was wir gerade gesagt haben, Sichtbarmachung, Bewusstwerdung, das ist ein anderes Thema, und wenn man den Konsumenten daran erinnert, dann entwickelt sich dann verhält er sich vielleicht auch anders, und deswegen haben wir gesagt, wenn wir jetzt ein modernes Sortiment zum Start haben wollen, gehört eigentlich ein Vollkorn Baguette dazu, nicht nur das Vollkornbrötchen. Backstage, backstage.